Ich meine, das ist schon heftig. Violet Kraken hat ja, glaube ich, 63 Millionen Leben. Und zum Beispiel Giant Naga hat 29 Millionen. Und Giant Naga ist aber der vierthöchste im Spiel. Ne, der dritthöchste sogar. Also der dritthöchste Giant, Schrägstrich der dritthöchste Violet. Und, achso, gut, wobei ich habe Violet und Giant verglichen, aber meint. Also, Giant Kraken 63 Millionen, Violet Naga 35 Millionen, so ist es. Aber trotzdem. Und die sind quasi, also dazwischen kommen dann noch Dorian-Oaken, die sind ja auf dem gleichen Level, haben die gleiche HP. Und dann einfach Violet Kraken hat einfach fast doppelt so viel oder einfach 25 Millionen mehr. Das heißt, du musst einfach 2 Giants oder 2 Violets töten, wenn du dich für Kraken entscheidest. Das ist schon ziemlich dämlich, muss man sagen. Es ergibt auch wirklich keinen Sinn. Weil ich finde, also ich finde auch die Tatsache, dass der Giant, wie heißt der gleich wieder? Scheiße, wie heißen die vier nochmal? Aatrox, genau, Aatrox. Also ich finde es halt irgendwie schon ein bisschen unlogisch und irgendwie auch, ja, irgendwie auch ein bisschen unfair irgendwo, keine Ahnung. Weil der Giant Aatrox hat, glaube ich, 12 Millionen HP und der Violet 14 oder 15 oder so. Und die droppen ja aber genau die gleichen Items letztendlich. Also eigentlich, wenn du jetzt rein von Zeitersparnis und so ausgehst, du kannst das 150er Equipment minus 10 machen. Das heißt, dein Level 140er Charakter kann genauso stark sein wie dein 150er Charakter. Also fehlen halt ein paar Stat-Punkte vielleicht, aber rein vom Prinzip her könnte dein 140er oder 145er Charakter das gleiche krasse Equipment tragen wie dein 155er oder 160er Charakter. Zumindest momentan noch, wenn das FEC Gold Equipment dann übertragen wird, dann nicht mehr so leicht. Dann müsste es mindestens 150 sein. Aber vom Ding her wäre das auf jeden Fall möglich. Und dann kannst du halt Giants hunten, die halt nur einen Bruchteil der HP haben. Und wenn du dann wirklich gutes Equipment hast, dann liegen die halt in 20 Sekunden oder in 60 Sekunden. Wohingegen du, selbst mit richtig krassem Equipment und Violet Kraken halt nicht in unter 3 Minuten töten wirst, wahrscheinlich für die meisten Leute. Außer du hast wirklich komplett geistesgestörtes Equipment, weil der einfach fucking 60 Millionen HP hat. Und die gehen halt nun mal nicht so schnell runter, ne? Also, irgendwie ist es ein bisschen unlogisch. Also ich fand die HP-Werte schon immer random, aber jetzt, wo ich da halt auch mehr drauf geachtet habe, so, ist es halt echt so, dass es echt random ist. Also, fairerweise hätte man die HP-Werte einfach näher beisammen machen müssen. Und ich sage gar nicht, dass Violet Kraken oder so weniger haben sollte. Es geht mir vielmehr darum, dass die Anfangs-Giants viel mehr haben sollten. Also, keine Ahnung, der erste sollte wahrscheinlich anfangen bei, keine Ahnung, 25 vielleicht. Und dann sich halt wirklich bei jedem Giant-Violet so um 2 Millionen nach oben staffeln oder so. Weißt du, dann wird es halt wenigstens halbwegs Sinn ergeben. Aber dass es halt Giants gibt, die quasi kaum mehr HP haben als Predator Mammoth, finde ich halt irgendwie unlogisch. Weil ich meine, Predator Mammoth ist quasi genauso stark wie, oder beziehungsweise Violet Mammoth ist wahrscheinlich sogar stärker als Giant Aatrox, droppt aber nur Garbage und Aatrox droppt Herneswaffen. Also es ergibt einfach nicht wirklich viel Sinn. Das ist so wieder so was Klassisches, wo sie sich nicht wirklich viel Gedanken drüber gemacht haben. Sie haben halt einfach das standardmäßige Giant-System auf Coral Island introduced. Es ergibt halt aber leider keinen Sinn, das einfach so Copy-Paste-mäßig zu übertragen. Ich meine, natürlich haben sie die Maximalwerte von den Giants schon extrem erhöht, aber das liegt ja eher daran, dass es ein neues Endgame-Gebiet ist. Von der Sinnhaftigkeit ist es immer noch fraglich, dass halt Giants existieren mit so wenig HP, die aber den gleichen Drop-Pool haben wie Giants, die legit fast 6-mal so viel HP haben. 5 bis 6-mal. Schon etwas fragwürdig, ja. Aber genauso wie an der Drop-Rate wird sich da nichts ändern. Probably. Aber ich meine, ich denke mir halt auch so, warum zum Teufel sollte jemand Giant und Violet Kraken farmen? Das ist halt legit eigentlich saudämlich. Dauert ja einfach nur länger. Also vorausgesetzt, du hast auch bei anderen Giants die 100% Drop-Rate, warum würdest du dich jemals für Kraken entscheiden? Also Dorian geht ja noch, da hat der höchste 45 Millionen, das sind immer noch 18 Millionen weniger. Also Violet Dorian versus Violet Kraken sind auch nochmal 18 Millionen HP Unterschied, das ist so geistesgestört. Also warum zur Hölle würde jemals jemand Violet Kraken lieber farmen als alles andere? Ich meine, wenn nichts mehr übrig ist und du schaffst den, dann holst du dir den Violet Kraken. Aber bevor es soweit ist, holst du dir lieber alles andere. So stupid.
Imagine so ein riesiges Yeti-Plüschtier, so legit so 2 Meter groß. Was du quasi so als Bett benutzen kannst. Auch so richtig fett ausgestopft, dass du wirklich so einfach drauf schlafen kannst, wie so eine Couch. I would buy that. Sagt der Dirty Ass Weep. Ich habe kein riesiges Bild von Hu Tao in meinem Zimmer hängen. Scheiße. Gib zu, nicht immer. Aber manchmal, da sind halt doch die simplen Sachen die guten oder die besten. Und ich fand eigentlich das Couple-System in Flive so simpel und eigentlich auch dumm es eigentlich war. Es war halt einfach chillig, weil du hast es halt einfach komplett vergessen können. Du musstest halt nur wissen, mit wem bist du verheiratet und dann halt mit dem Char auf dem gleichen Channel sein, mehr oder weniger. Und das war eigentlich alles, was du machen musstest. Du musstest nur einmal heiraten und dann einfach nur online sein. Und das war's. Und alles andere war passiv. Passiv mehr XP, passiv mehr Drops, passiv mehr ATK, passiv mehr Death. Und du musstest einfach nichts machen, an nichts denken. Und es war einfach ein solides System, das jeder kannte. Und so. Also sicherlich Also ich meine, ja, wann wurde das eingeführt? 2000, keine Ahnung, 6, 7, 8 oder so? Ich weiß es nicht. Schon ziemlich alt auf jeden Fall. Ich sage ja auch nicht, dass es perfekt war. Aber es war halt einfach schlicht und simpel. Man konnte nichts falsch machen. Und es war halt auf jeden Fall nicht so, dass es dich irgendwie gegeißelt hat mit irgendwelchen täglichen Aufträgen, wo du dann eigentlich dir denkst, oder wo du dir selber dann immer überlegen musst, oh, ist es das wirklich wert? Wenn ich die Aufträge jeden Tag mache, verliere ich so und so viel Zeit vom Grinden, mach so und so viel weniger Penya, was kriege ich dafür? Lohnt sich das? Pipapo. Musst du wieder so gegenrechnen, anfangen und so. Ja. Also mal schauen, ich meine, es ist noch viel zu früh, um es so zu bewerten, aber es wirkt halt auf jeden Fall so, als wäre es sehr aufwendig für minimale Vorteile. Ich sag mal so, wenn du keine große Einkommensquelle hast, ist der Server für dich gelaufen. Die Preise werden jetzt nur noch ins Unermessliche steigen. Jetzt noch nicht so schnell, aber es wird immer schneller gehen. Also wenn du nicht mindestens 500 Millionen am Tag machst, dann wird dich die Inflation unter sich begraben. Dann wird die Inflation wie eine Welle über dich drüber rollen und du wirst ersticken. Im Sumpf und Dreck. Mit den anderen Hartz-IV-Verdienern. Sir. Welcome to my world. Ich kenne mich hier gut aus. Sir. Schmuck wird billiger. Also in F-Coin gerechnet vielleicht, aber in Penya gerechnet wird nichts mehr billiger. In Penya gerechnet wird alles nur noch teurer. Oder mit anderen Worten, Penya wird immer wertloser. Niemand will ein Penya. Je mehr Zeit vergeht, desto weniger wollen sie es. Inflation, baby. Wow. Wow. Damn. Terranord, was geht ab? Also wenn du wirklich noch eine große Anschaffung vorhast, Vanek, dann solltest du sie so schnell tätigen wie nur irgendwie möglich. Und wenn es wirklich eine sehr große Anschaffung ist, dann würde ich dir davon abraten, viel Penya zu bunkern. Dann kauf lieber random Protects oder so. Oder irgendwas, was halt in F-Coin seinen Wert behält. Diese Lektion muss jeder irgendwann selbst lernen, I guess, aber ich sag's dir, es gibt kein schlimmeres Gefühl, als du hast zum Beispiel 2 Milliarden Penya, loggst dich am Abend aus, hast vor, du weißt genau, es gibt irgendein Item, das du suchst es kostet 1,8 Milliarden oder so, findest es nicht, nach stundenlanger Suche sagst, scheiß drauf, ich guck morgen, loggst dich am nächsten Tag ein und plötzlich kostet das Item 2,5.
Du hast aber nur 2. Ja, scheiße gelaufen. Ich hab's befürchtet. Also es gab schon Zeiten, da haben wir uns hier über Hit and Run und AOE-Probleme und sonst was unterhalten. Und dann kommt plötzlich jemand und sagt so, also ich sterb nie. Wegen Portbugs. Und dann, ja, welche Klasse spielst du denn? Blade. Wow, was? Du stirbst nie wegen Portbugs? Wow. Puh, Bann. Du bist echt krass, Bro. Du bist der krasseste. Heilige Scheiße. Einfach hier ist die Unterhaltung und da oben drüber geredet, quasi. Einfach laufen lassen. That's what she said. Sicher, dass du wirklich 28 bist? Bin ich nicht, zum Glück. Zum Glück bin ich nicht 28, dann wäre ich ein richtig alter Sack. Ich bin 27. Das ist viel zu viel. Na. Hat tatsächlich, glaube ich, keinen wirklichen Unterschied gemacht vom Damage, oder? Frankfurt ist Darkon City von Deutschland. Dunkel, trist und viele Leute, die dir etwas überteuert verkaufen wollen. Ich dachte jetzt, und du sagst, die Hälfte der Bevölkerung schläft in der Kanalisation, weil es in Darkon ja keine Häuser gibt, aber gut. Ich schätze mal, so schlimm ist es dann doch noch nicht, oder? Ich finde es halt schade, dass man halt, wie gesagt, sie sagen quasi bei manchen Monstern, da gibt es jetzt 3 Skins oder Asmodan. Gut, ich meine, Asmodan ist schon was Besonderes natürlich. Aber sie sagen quasi bei manchen Monstern, ja, hier hast du jetzt für jede Waffe einen Skin und einen Full-Body-Anzug von Asmodan und Pipapo. Und bei anderen Monstern sagen sie, ja, hier gibt es jetzt nichts oder nur eine Sache oder so. Weiß ich, Steel Knight hat, glaube ich, Schwertschild und Head oder so. Da sind es zum Beispiel nur 4 Sachen, wenn ich jetzt nichts vergesse. Ja, also, ja, wäre halt einfach irgendwie cool. Und vor allem, das wäre auch so ein Langzeitprojekt. Also das müsstest du ja jetzt auch nicht auf einen Schlag machen und für jedes Monster jedes Ding rausballern. Du könntest es ja nach und nach machen. Im Endeffekt könnten sie es so machen, wie sie angefangen haben. Sie machen bei jedem Monster erstmal so eine Grundausstattung, so eine Waffe, einen Head, einen Cloak, was auch immer zu dem Monster halt ganz gut passt. Dann gucken sie, was sind so die beliebtesten oder was sind die teuersten auf den Servern und könnten bei den Monstern dann die Sets vervollständigen. Also wenn jedes Monster mal so eine Grund-Skin-Drop-Liste hat, könnte man dann gucken, dass man erstmal die vervollständigt, wo man wirklich alles rausbringt, alle Waffentypen, alle CS-Sachen und so. Oder man bringt halt einfach alles auf einmal raus, kann man natürlich auch machen, die halt am beliebtesten sind oder so. Und das, wenn du da alle 2 bis 4 Wochen ein Skin-Set rausbringst, das wäre legit Content für die nächsten 4 Jahre oder so. Das würde so lange dauern, bis sie mit jedem Monster durch wären. Das wäre richtig krass. Und man könnte sich aber auch alle 2 Wochen auf was Neues freuen, so ungefähr. Es wäre schon irgendwie cool. Und selbst wenn sie es nicht so machen, dass es komplett Körperanzüge werden für jedes Monster und so, dass du dich quasi nicht in jedes Monster komplett verwandeln kannst, dann zumindest Waffenskins, viele, viel mehr noch. Und einfach generell weitermachen, weil die haben ja irgendwann aufgehört und es hieß, glaube ich, das war so Season 1. Irgendwie Monster Skin Voting gab es da ja auf Discord. Und ich glaube, das hieß irgendwie Season 1 oder so. Und ich will jetzt nicht lügen, ich weiß nicht, wann sie es genau beendet haben. Aber ich meine, das war noch vor New Horizon, oder? Also ich glaube, die letzten Skins, die rauskamen, waren die von den Cyclops. Und das ist doch schon ewig her. Das ist doch weit über ein Jahr her. Also das ist wirklich schon eine Ewigkeit her gefühlt. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, wann es war. Das müsste ich nachschauen. Aber es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Und seitdem kam halt gar nichts mehr in der Richtung. Nur noch CS-Skins und so. Alter, kennt ihr das? Wenn ihr so aufwacht und dann guckt ihr so auf die Uhr und ihr wollt so um 7 Uhr aufstehen und ihr wacht so auf und es ist so 6:20 Uhr und ihr denkt euch so, boah, geil, Alter, ich bin so früh aufgewacht, jetzt kann ich nochmal pennen gehen. Und bin dann richtig ausgeschlafen, so ungefähr. Dann machst du die Augen zu, wachst auf, dann ist so 6:40 Uhr, denkst du so, boah, geil, es ist immer noch nicht 7. Machst nochmal die Augen zu, pennst nochmal ein, wachst nochmal auf und dann ist 9:30 Uhr. Und du hast komplett verschlafen. Das ist das schlimmste Gefühl auf der Welt.